hier bauen, Scheissdreck. Wir sind neu Herperen. Sitzplatz. Greenhouse in the making. Mit einem kreativen Böckchen. Mit all diesen alten Fenstern ist das perfekt. Dienstag, 3. Juni. Jetzt gerade Mitternacht. Es war anstrengend heute. Wir haben herausgefunden, das Recycling ist way anstrengender als Zeug neu kaufen und zusammenschrauben. Das Resultat von etwa 13 Stunden Bügeln ist das. Und zum Teil ins Holz gehen und dann tu mal nivellieren ohne Bleiwagen. Aber ich glaube, es lässt sich sehen. Eben, es ist Recycling pur. Schon nur diesen Flecken hier, die Mutter wegstechen und Erde machen, ist etwa 5-6 Stunden Arbeit. Schnell zu den Zutaten. 17 Fenster. Küchenteile, altes Holz. Diverse Schränke. Ja, diverse Schränke an Holz aus dem ehemaligen Stall. Das hat gestunken. Ja, Leistli. Hör auf mit Leistli. Und etwa 1000 Schrauben. 600 Gramm Schrauben. Wir haben keine Schrauben mehr. Ich möchte euch präsentieren das neue Tomatenhaus. Mit der speziellen Seitenöffnungsklappe zum Lüften und Ernten. Weiter haben wir einen Fronteingang auf der Nordseite. Und wir haben auch einen Muckenfänger oder ein Ablüftungslicht. so cool. Durch die triangulare Bauform können wir hier oben einen Wärmestau erzeugen und ihn in einem Schubs loslassen. Der Regen war natürlich super, nebst dem, dass es nötig war. Sehen wir jetzt so, das ist alles gelungen. Hier das Fass habe ich einfach hergestellt, das ist voll. Also ein Dach haben wir eigentlich nicht schlecht. Und dann hier das Kellerdilemma. Das ist natürlich auch, das füllt hier. Und wenn es voll ist, läuft es dann eigentlich in den Keller. Schon ein Projekt. Irgendwie abgelenkt war, aber es geht nicht darum, das ist vom Specht. Hier sieht man die Isolation und man sieht hier, es ist eigentlich ein Lokhaus. Da mal ein bisschen gebuddelt. Den Keller wieder wasserdicht bringen. Lehm entdeckt. Spannend. Spannend. Es hat recht Lehm. Aber eine gewisse Tiefe, zum Teil noch gefroren. Man glaubt es fast nicht. Dann sind wir hier der erste Kreis. Der erste Kreis umgraben. Das ist ein mega Krampf, aber es kommt gut. Dann ist es im Grünwerden im Grünhaus. Ich habe nicht mit der Lehmentdeckung sofort schon einen Finish modelliert. Wenn wir Schweine haben, kein Pfupf mehr. Lassen wir den Akku noch, aber ab am 9 Uhr, wobei, es kommt schon länger. Wacken habe ich 2 gemacht. Ja, Freude, meine 2 Horses. Fiona ist mit den Neighbours Frau Vanja mitgefahren, geht Essen holen und mir Schrauben holen.
Und ich habe hier entdeckt, dass es mega cozy ist. Wir haben alles rausgeräumt und geputzt. Hier noch ein bisschen Löcher flecken, die Flotte steht schon parat. Aber das kann wirklich, das hat Potenzial. Ofen geputzt. Nächsten Mittwoch kommt dann endlich der Chemiefäger und uns sagt uns, ob wir das brauchen können oder nicht. Wir wagen es nicht hier anzuführen nach 10 Jahren. Da auch herzig Ofen geputzt. Aber Freude, das hat mega Potenzial hier. Yes! Wir haben kein Benzin mehr zum Kochen. Und darum fahre ich jetzt zur Tankstelle. Ein Weg etwa 3/4 Stunde. Aber weisst, ist okay. Es ist so schön. Wir sind bei meiner Lieblingstankstelle, das Vertrauens angekommen. Yes, jetzt wird das Zeug gefüllt. Oh, wow! Wir bekommen ein Herdapfelfeld. Ah, krass. Müssen wir schauen, was wir da mit dem machen. Ist nicht so für unsere Handtools. Das ist schon krasse Furchen, was er da gemacht hat. Also permakulturmässig ist das nichts. Das machen wir jetzt einmal, damit die richtig dicken Grasmotten weg sind. Aber nächstes Jahr wollen wir das anders machen. So, unser Karren, der nicht uns ist und nicht zum Grundstück gehört, wird jetzt abtransportiert. Mal zumindest aus unserem Sichtfeld. Da sind wir echt froh. Hier können wir jetzt Herdäpfel pflanzen. Herdäpfel, Zwiebeln, Sonnenblumen. Geil, ich habe es schon aufgegeben. Mir hat jemand gesagt, auf der Recyclingstelle, Sammelstelle vom Schrott, habe ich Velos. Und dann bin ich völlig neu für das Kaff pedalt, 45 Minuten. Dann habe ich das Zeug nicht gefunden, weil es hat einfach jeder Finn, hat einfach Schrott vor dem Haus. Und jetzt habe ich per Zufall vorher ein Schild gesehen und das einfach so übersetzt. Und yes, here we are, Paradise. Schauen wir mal, was ich hier finde. Ich finde es echt geil, Zeug zu recyceln. Dann habe ich aber das Chemie gefunden, das perfekt ist, für die Zone zu flicken. Es ist etwa 20 Kilo. Und ich bin mit dem Velo unterwegs. Es regnet in Strömen und jetzt haben sie ernsthaft, ist jetzt heute, nachdem wir gestern mit dem Dave den Karren haben, irgendwo ein bisschen rausgezogen, sie sind jetzt heute den Karren holen. Kommunikation wäre noch ideal gewesen, aber ja, in diesem Fall tschüss Karren. Das kennt jeder. Wo ist das? Haha! Die Türen, da muss man mit der Zeit auch ein bisschen löpfen. Und da wir im Nichts draussen sind, müssen wir improvisieren.
geht zu. Wunderbar. Wunderbar. Die Türen hier mal den richtigen Weg her montiert. Da mit dem Stechbeutel. Die Türen gestern gepflegt. Super. Die Fiona macht die Planung. Boiler, auch ein Thema. Wir haben einen. 1500 Watt, heisst, ich könnte ihn vielleicht sogar mit Solar betreiben. Das wäre eben noch spannend. Erste Experiment mit Scheissbeton. Und jetzt muss ich eben den hier den Adapter bauen auf das kleinere Chemie. Ja, Rovaniemi ist weit weg, wir haben kein Auto. Auch für Orfingen haben wir gemerkt, das ist relativ schwierig. Der radelt lieber auf den Schrottplatz. Ohne Händchen, ohne... Oh, ein Krampf. Komm, wir müssen das Treibhaus schauen. Das Greenhouse. Da Kapuzinerkresse, Tomaten, Peterli und das Klabli. Und dann... Das sieht ein bisschen tot aus. Ja, aber das ist die Münze, die einfach ein bisschen schlabbrig ist. Auch ein bisschen Wasser. Der Chemiefeger auf dem Dach. Ich glaube, das bringt Glück. Uns beim Arbeiten filmen. Heute ist die Sauna dran. Mega wichtig. Gestern ist ja der Chemiefeger gekommen. Und der Marc hat die neue Chemieverbindung hier gemacht für die Sauna. Rauchabzugsverbindung. Und jetzt machen wir das hier schön. Und dann gibt es Sauna. Ausflug mit unseren neuen Stühlen. Matti und Lotta. Es ist Sommer in Finnland, hä? Ach, das ist noch geil. Ja, ein kleines Paradiesplätzchen hier. Das Häuschen vom Krampfen. Ach, so schön. Wir sind am Putzen wie die Wilden. Der Staub, was es immer gibt für morgen. Ein mega wichtiger Task. Da müssen wir überall die Chemiewand abspachteln. Und nachher hier unten ein Loch machen ins Chemie. Für auch den Abzugsschliesser. Keine Ahnung, wie man das nennt. So, ab ins Chemie sanieren. Kommt gut? Mhm. Hier ist noch Wasser.
Das ist alles Asche, das wir jetzt aus dem Chemie-Anschluss, den wir jetzt gemacht haben, rausgenommen haben. Staubfreies Arbeiten ist noch so ein Thema, das ich noch weiss, als wir die Nationalbank gebaut haben. Tada! Ganz Verbot ist weg. Und nächstes Step, wir haben jetzt herausgefunden, hier so hure mühsam von Hang, wieder Staub in Sau. Ja, putzen. Und gestern noch von Hang das Chemie rausgemeisselt. Schwein gehabt, hier Sondierbohrung gemacht, gemerkt, nicht gut. Weiter oben gemerkt, geht besser, ja. Und wenn wir Schwein haben, dann heute oder so den anhängen. Dann endlich den kochen. Kochi-Hacks. Hier Tore aufgetan, dann nach einem easy Job, aber 2 Schrauben abgeflext, mit dem Brecheisen 2 Stunden rausgebrochen. Es war zu betoniert. Der Ofen ist ready zum Anschliessen, dann können wir kochen. Und Fiona hat heute den ganzen Tag angefangen, Ziegelsteine zu putzen. Es sieht nicht nach viel aus, es ist ein hoher Krampf. Aber es wird anders geil. Ich weiss gar nicht, wann das letzte Update war. Für diese Seite vom Dach ist gedeckt. Diese Seite muss man noch. Da passt es im Moment noch vom Feinsten rein. Dann die Wiese, die gröbstens ist die Sacherfahrt worden von unserem Nachbar. Merci. Hat so ausgesehen. Fiona hat es wirklich tagelang mit Rechen und Schaufeln wirklich gekrampft wie eine Sau, um das flach zu machen. Da hinter dem Haus einmal die Giftschlange entdeckt, eine grosse. Einen kleinen Schock gehabt für, ehrlich gesagt, mehrere Stunden. Das fährt mir auch ein bisschen ein. Das Gras wächst wie gestört. Da hinten habe ich heute Morgen einen Elch gesehen. Gestern haben wir nicht Tuja Rhabarber geschenkt, weil wir können nichts machen ohne Küche. Und die Rhabarber ist riesig. Und jetzt heute kommt sie mit einem Kuchen für uns. Das ist einfach wahnsinnig. Ja, das muss auch ein bisschen brennen. Wir haben ein bisschen das Problem, dass der Herd am falschen Ort rausraucht. Mühe haben wir uns gegeben, die ganze Wange hier. Verbots abgenommen, abgewaschen, abgebürstet, abgespachtelt, Knochenbüte, hab ich gesagt. Sieht jetzt geil aus. Smoke is coming out everywhere, it's crazy. Unsere schöne Bühne, alles auf 1 Millimeter. Jetzt haben wir den Ofen wieder weggenommen. Versuch Nummer 9. Dann machen wir es so. Wir wollen wissen, liegt es am Chemie oder liegt es am Ofen. Die Nerven liegen blank, die Motivation ist am Arsch, aber es kommt gut. Mit diesem Test kommt es hier zum Chemie aus. Hier ist gut. Ja, Mama, da kommt raus. Hier kommt dann noch immer raus. Es ist ein Downer-Tag. Die Kochi-Hacks, die wir gekauft haben wir jetzt ewig gehabt. Dann sind wir schauen, wir haben das Experiment gemacht, dass wir so Silo bauen haben, viel in dem Haus. Und dort haben wir Herber reingesteckt, ab 10 Kilo. Nein, 2 Kilo. Ah, das ist ja easy. Ja, es ist nicht 2 Kilo Herber reingesteckt. Aber 2 Kilo Herber geben etwa... Ja, 50 Kilo.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall alle verfault. Das hure Silo-Zeug, Das ist Sondermüll. das machen wir halt weiterhin so. Wie die letzten 3 Jahre. Bevor es regnet, neue Therapieform entwickelt. Das sogenannte Sicker-Frustgraben. Und wenn man Frust hat, muss man das einfach vergraben. Ich habe hier eine Leitung gefunden, wie immer im Wald irgendwo. So läuft hier oben. Es ist zwar keine Sickerleitung, aber wenn ich die Bohrmaschine brauche, sickert auch das. Ich glaube, am Markt fehlt ein Schraubstöckchen. Hä? Ich glaube, dir fehlt ein Schraubstöckchen. He? Eine Habubank! Eine Habubank. Aber dafür, ja, dafür wird auch der Schaukelstuhl jetzt geflickt. Dass wir auch mal chillen zwischendurch. So, hier Outdoor-Küche. Und Im Schlangenkorner. Herztut! was ist das? Zeig mal. Ich bin dein Sensemann. Wow, Do it yourself. geil sagen sie. Mamma mia. Geil. Und das ist fast hüfthoch schon. He? Mit der Schlange. Ja, ja. Ja, hier haben wir eben eine Schlange. Oder der Marc hat das. Oh nein! Der Marc hat hier eine Schlange begegnet. Ja, jetzt müssen wir eben den Nachbarn helfen. Das ist mega anstrengend. Und wir müssen Papis klein, dass sie sich an Menschen gewöhnen. Weil sie eigentlich keine Zeit. Oh, ja, gell? Ja, jetzt haben wir aber noch zu den ganz Kleinen. Müssen wir jetzt auch noch ein bisschen schauen, gell? Oh, so anstrengend. Deine Schuhe werden wieder beschnuppert. Oh, look at this cutie. Oh. So, da wir jetzt mal die Profis haben gefragt. Probieren wir das jetzt mal so, weil das sicher 25 Jahre lang nicht gebraucht ist worden. Dass mal Feuchtigkeit rausgeht, dass es ein bisschen Wärme gibt, dass es Zug hat. Versuch Nummer 15. Ein Saunagang wirkt manchmal Wunder. Wir sind am Verzweifeln. Wegen dem Ofen, du siehst, es hat nochmal hier rausgeraucht. Es war Horror. Wir haben 20 Versuche gemacht, alles Wüste. Und dann haben wir ja hier so ein Frischluftding. Wo sie uns haben gesagt, das sei für wenn man kocht, zum Fisch abziehen, Geruch und so. Dann musst du schauen. So, jetzt mache ich hier den Schieber auf. Jetzt musst du schauen. Zug vom Feinsten. Jetzt hängen wir es dort an, dann geht das wunderbar. Und was das da unten ist, I don't know. Wollte ich festhalten, wir haben jetzt gerade ein mega Gewitter hinter uns. Aber ja, Kellerfenster siehst du dort, ist unter Wasser. Meine Sicherleitung ist auch schon unter Wasser. Wenn es mal richtig tut, ja, es gibt noch etwas zu tun. Und das ist eigentlich, weil es kein Dach noch hat. Samstag, 28. Juni. Versuch Nummer 7 Millionen. Look. Es brennt. Der Raum ist rauchfrei.
Zähle. So.